Olli Koble, Dankeschön für deine Spende. Hi Roman, am 13.07. hält die AfD in München einen Vortrag über Bitcoin, Trennung, Staat und Geld. Weißt du da was? Geht da zufällig jemand hin? Nee, aber eins möchte ich an der Stelle sagen. Ja? Seien wir mal ehrlich. Was ist der Grund, dass Menschen die Grünen wählen? Weil irgendwas mit der Welt nicht stimmt und die Grünen gesagt haben, wir machen das wieder heiler. Wie? Keine Ahnung. Was ist der Grund, warum jetzt wahrscheinlich viele die AfD wählen? Weil die Grünen keinen guten Plan hatten und die Leute jetzt zur anderen politischen Seite rennen. Soll ich euch mal was sagen, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, dass wahrscheinlich nicht die Politik unsere Probleme lösen kann, sondern wir als Menschen, als Individuen. Wir müssen wieder mündig werden. Wir lagern unsere Mündigkeit an die Politik aus und hoffen, dass die alle unsere Probleme lösen. Wie sollen die das tun? Die sind nicht wir. Die Sache ist, in dem Moment, wo wir der Politik die Macht geben, Blödsinn zu machen, wird sie Blödsinn machen. Egal welche Partei. Wir knüpfen unsere Hoffnung an irgendwelche Parteien, weil wir von deren Geld, von dem zentralen Geld der Zentralbanken abhängig sind. Genauso wie es die Parteien sind und die Zentralbanken wiederum von den Parteien. Wir knüpfen unsere ganze Verantwortung an diese Individuen, die da sitzen, teilweise völlig fachfremd in ihren Themen, versuchen die Welt zu lenken und zu retten und 5 Berater haben, die nochmal Eigeninteresse mitbringen und denken in dem Moment, wo einer von denen versagt, dass die einfach nur dumm waren. Die Realität ist, die können diese Probleme nicht lösen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, weil wir seit Jahren immer mehr zentral planen und versuchen zentral umzusetzen, haben wir diese Probleme erst. Warum soll der Faktor, der diese ganzen Probleme ausgelöst hat, diese am Ende lösen können? Und das ist keine Frage von Parteien oder der politischen Richtung. Das ist eine Frage der Verantwortung, die wir abgeben als Individuen. Egal welche Partei. Egal welche, ja. Ich spreche jetzt nicht gegen die AfD oder gegen die Grünen oder so, ist mir völlig parteilos, ja. Wie kann man die Verantwortung, selber etwas umzusetzen, einer Partei übertragen und sich danach beschweren, wenn die Scheiße bauen? Das ist egal, was ihr wählt. Wenn ihr wollt, dass es gescheit wird, dann müsst ihr was ändern. Wenn ihr unzufrieden in eurem Job seid, ja, weil euer Job euch keinen Spaß macht, was ist der richtige Weg? Eine politische Wahl zu treffen, dass der Job sich verändert? Dem Weihnachtsmann einen Brief zu schreiben? Nein, ihr müsst tätig werden. Wenn euer Leben euch nicht gefällt, dann wird es keinen geben, der kommt und sagt, oh, ist so doof dein Leben, ich mache das jetzt besser, ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Es gibt so einen Spruch, der heißt, there is no free lunch. Ihr selber, ihr müsst das in die Hand nehmen. Das geht aber nicht, wenn ihr abhängig seid von dem Geld, was die verwalten. Das ist... Ihr haltet das Geld, was die einfach drucken können. Ihr gebt diesem Geld ein Vertrauen. Und solange das geht, geht dieser Prozess weiter. Das könnt ihr nicht mit einer politischen Stimme verändern. Das verändert ihr damit, dass ihr diesem System, wie es heute funktioniert, dem Fiat-System, nicht dem politischen System, die sind nur ein Effekt dieses Fiat-Geldes. Das funktioniert nur, indem ihr diesem Fiat-Geld den monetären Gegenwert entzieht. Und das tut ihr, indem ihr ein Geld benutzt, was sie nicht kontrollieren können. Das ist die Power. Das ist die Power. Das ist eure politische Wahl. Eure politische Wahl ist, was ihr kauft, was ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Aber was ist denn eure Entscheidung? Geht ihr demonstrieren? Dann drucken die mehr Geld, um den Staatsschutz aufzubauen und die Demonstranten niederzuprügeln. Die Demonstranten bezahlen also eigentlich mit ihrem gesparten Gegenwert dafür, dass der Staat sie niederknüppelt, wenn man so will. Was bringt das? Dieses System funktioniert nur auf dieser Ebene. Solange wir dem Geld vertrauen, können die machen, was die wollen. Ihr fragt euch, warum es möglich ist, dass seit 50 Jahren sich gar nichts in der politischen Landschaft so verändert, dass wirklich mal das Leben besser wird, sondern der Zustand immer nur schlechter und schlechter und schlechter und es egal ist, welche politische Richtung man wählt. Naja, weil das System alles das Gleiche ist. Wir sind in dieser Fiat-Matrix. Wir glauben, wir wählen eine Partei und damit eine politische Richtung. Wir wählen im Endeffekt nur das nächste Gesicht, was uns davor gesetzt wird und eigentlich auch wieder Geld druckt, um irgendwelche Investitionen zu tätigen, weil sie meinen, besser zu wissen, wo das Geld hinverteilt werden muss. Wir, die Leute, die das Geld erarbeiten, wir, die hier Menschen sind und selber mündig entscheiden können, was sie sich mit dem Geld kaufen wollen oder auch nicht oder wo sie investieren wollen oder auch nicht. Das ist unsere politische Kraft. Das ist das, was wir nutzen sollen können und nicht, indem irgendwer uns den Geldwert wegdruckt, klaut und es neu verteilt und sagt, ich dachte, das wäre eine gute Investition. War doch nicht gut. Doof, dann wählt mal den anderen. Vielleicht hat er eine bessere Investition auf Lager. Ja, das führt uns immer tiefer in diese Scheiße. Und wir sind so weit, dass wir mehr Geld drucken und aus diesem ganzen Hamsterrad gar nicht mehr rauskommen. Wir kommen da nur raus, indem wir in einem harten Geld sparen. Diesen Planeten wieder in den Ruhepuls bringen, in die Normalität hereinbringen. Wie soll das funktionieren, wenn wir deren Geld benutzen? Da könnt ihr noch so eine Stimme auf dem Zettel abgeben. Und jetzt zurück zu deiner Frage mit dieser AfD-Geschichte und dem Vortrag. Das ist irgendeine AfD-Partei, Zentrale, keine Ahnung, irgendeine Untergruppe, die irgendwen zu einem Bitcoin-Vortrag eingeladen hat. Bitcoin ist für jeden da. Für eine AfD, das können die Grünen genauso machen, das kann die Linke genauso machen. Ja, dann tut es. Aber das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jetzt irgendwer sagt, Bitcoin ist Geld für Rechte oder sowas. Weil das nicht stimmt. Bitcoin ist Geld für freie Menschen. Und jeder von uns sollte frei sein. Immer. Es ist
meiner Meinung nach gar keine politische Frage. Es ist eine Frage von, sind wir Individuen? Ist jeder von sich ein mündiger Bürger und in der Lage, sein eigenes Leben zu bestreiten und sich die Dinge zu kaufen, die er gerne hat? Zum Beispiel Essen und Trinken? Oder sind wir zu dumm dafür und brauchen irgendwen, der uns jeden Tag unsere Mahlzeit dahinstellt, am besten noch entscheidet, was für Socken wir anziehen, weil wir dafür auch zu blöde sind? Nein, das sind wir nicht. Das, was diesen Planeten kaputt macht, sind ineffiziente, zentral geplante Investitionen in Unternehmen, die Milliarden Schulden machen und diesen Planeten zugrunde richten. Weil zentral dieses Geld dahin verteilt wird. Weil wir uns wahrscheinlich mit unserem Geld ganz anders entscheiden würden, wenn es harte Regeln hätte. So, es geht hier nicht um Politik. Ganz wichtig, ja? Und wenn eine Partei irgendwas mit Bitcoin macht, soll sie das tun. Stellt überall klar, das hat nichts mit der Partei zu tun. Bitcoin ist parteienlos. Bitcoin kennt keine Rassen, keine Klassen. Bitcoin ist, wir sind alle gleich vor dem Netzwerk. Versteht ihr? Jeder Mensch. Es ist ein faires Netzwerk. Das ist alles.